Deutsch lernen durch Hören. Schlüsseldienst am Sonntag. Gabriela geht langsam nach Hause. Sie wackelt hin und her und singt dabei ein bekanntes Lied. Sie geht barfuß, weil sie ihre Schuhe bereits ausgezogen hat. Die Sonne geht schon auf und scheint ihr ins Gesicht. Es war ein lustiger Abend, singt sie und tanzt fröhlich auf der Straße. Sie ist ganz allein, weil es erst 5 Uhr morgens ist. Am Sonntag schlafen die Menschen meist länger. Gabriela war mit ihrer Freundin in einem Club. Sie hat Alkohol getrunken und ist jetzt ein bisschen betrunken. Die beiden hatten sehr viel Spaß und Gabriela hat sogar neue Leute kennengelernt. Sie hört noch immer die laute Musik in ihren Ohren, obwohl sie schon fast zu Hause ist. Eine Katze springt vor ihre Füße und Gabriela verliert das Gleichgewicht. Sie fällt auf ihr Hinterteil. In diesem Moment merkt sie, dass sie schon vor ihrer Haustür ist. Sie steht auf und sucht den Schlüssel in ihrer Handtasche. »Wo ist er denn?«, sagt sie und verliert fast noch einmal das Gleichgewicht. Sie sucht und sucht, doch sie findet den Schlüssel nicht. Sie hat ihn verloren. Gabriela ruft den Schlüsseldienst an und wartet. Dieser kommt aber nicht so schnell. Darum schläft Gabriela vor ihrer Haustüre einfach ein. »Hören Sie mich?«, fragt ein Mann. Die Stimme kommt vom Mitarbeiter des Schlüsseldienstes. Gabriela öffnet ihre Augen und sagt: »Es tut mir leid, ich bin wohl eingeschlafen.« Der Mitarbeiter hilft Gabriela dabei, in das Haus zu kommen. Die Frau bedankt sich bei dem Mann und geht in ihr Schlafzimmer. Es ist bereits 8 Uhr morgens und sie hört draußen Autos und Menschen, die den Tag beginnen. Gabriela aber möchte schlafen gehen. Sie gähnt und zieht ihre Kleidung aus. Plötzlich hört sie ein Geräusch. Es klingt wie Metall. Sie dreht sich um und sieht ihren Schlüssel auf dem Boden. »Ach, ich hatte ihn in meiner Hosentasche«, sagt sie laut und lacht. Die Ruhe genießen. Es ist Samstag. Lisa ist früh aufgestanden und hat schon alle Einkäufe fürs Wochenende erledigt. Nun möchte sie einfach nur die Ruhe genießen. Die Woche war stressig. Lisa möchte heute einmal gar nichts tun. Draußen wird es sicher wieder sehr heiß werden. Lisa mag die Hitze nicht. Sie zieht die Vorhänge zu, so bleibt es angenehm kühl in der Wohnung. Aber etwas frische Luft möchte sie trotzdem haben. Deshalb öffnet sie das Fenster auf der schattigen Seite des Zimmers. Dann holt sie sich ein Glas Wasser und ihr Buch. Sie macht es sich im Sessel gemütlich. Endlich hat sie Zeit und Ruhe zum Lesen. Aber nach den ersten 3 Seiten hört sie von draußen starken Lärm. Der Nachbar von gegenüber mäht seinen Rasen. Der Rasenmäher ist sehr laut. Lisa atmet ein paar Mal ganz tief ein und aus. Nur nicht aufregen. Aber muss dieser Mensch unbedingt am Samstagmittag seinen Rasen mähen? Lisa steht auf und geht ins Schlafzimmer. Auf dem Nachttisch liegt die Schachtel mit den Ohrstöpseln. Sie nimmt sich ein paar heraus und stopft sie sich in die Ohren. Nun ist es endlich still.
Sie setzt sich wieder in ihren Sessel und nimmt ihr Buch in die Hand. Da klingelt es an der Tür. Das hört man auch trotz der Ohrstöpsel. Seufzend steht Lisa auf und fragt an der Sprechanlage, wer unten an der Haustür ist. »Die Post, Paket für Herrn Müller. Können Sie es bitte annehmen?« Natürlich, das macht Lisa gerne. »Legen Sie es bitte einfach in den Hausflur.« Mittlerweile hat Lisa keine Lust mehr auf ihr Buch. Ruhe finden wird sie heute zu Hause sicher nicht. Also wird sie nun einen Spaziergang in den Wald machen. Sie hofft, dass sie dort alleine ist und die Ruhe genießen kann. Drücken wir ihr die Daumen. Leon macht sich selbstständig. Der Arbeitstag geht zu Ende. Leon spaziert erschöpft nach Hause. Er setzt sich auf das Sofa und möchte entspannen. Daher nimmt er seinen Stift in die Hand. Zeichnen entspannt ihn sehr. Leon nimmt sein Notizbuch und malt die ersten Striche. Nach einer Stunde ist er fertig. Auf dem Papier sieht man einen wunderschönen Löwen mit langer Mähne und braunen Augen. Leon ist stolz auf die kleinen Details, die er gezeichnet hat. Man erkennt jedes einzelne Haar. Weil es ihm so gut gefällt, macht er ein Foto von seinem Bild. Bevor er schlafen geht, teilt er das Foto auf seinen sozialen Netzwerken. Am nächsten Morgen geht Leon wieder auf die Arbeit. »Guten Morgen, Denise«, sagt er zu seiner Arbeitskollegin und setzt sich auf den Tisch gegenüber von ihr. Denise antwortet nicht. Sie schaut ihn nur an. »Was ist los?«, fragt Leon und sieht, wie auch alle anderen im Büro ihn sehen. »Dein Bild, es... Wow, ich habe gar nicht gewusst, dass du ein Künstler bist«, sagt Denise. Leon findet, dass Denise übertreibt. Ja, er zeichnet gerne. Seine Zeichnungen sind aber auch nicht so gut. Den ganzen Tag lang bekommt Leon Komplimente für seine Zeichnung. Den Menschen gefällt sie sehr. Das macht Leon stolz. Zu Hause schaltet er den Laptop ein und öffnet seine sozialen Netzwerke. Leon ist sehr erstaunt. Tausenden Menschen gefallen sein Bild. Viele haben gefragt, wie teuer seine Zeichnung ist. Eine Frau gab ihm ihre Telefonnummer. Leon ruft sie neugierig an. Die Frau möchte das Bild für 400 € kaufen. Leon ist sehr überrascht. Sie kommt am nächsten Tag und holt sich die Zeichnung ab. Leon macht auch von seinen anderen Zeichnungen ein paar Fotos und postet sie. Das ist der Beginn einer neuen Karriere für Leon. Großeinkauf. Adriana und ihre Freunde wollen eine ganze Woche auf einer Hütte verbringen. Sie ist hoch oben auf einem Berg, wo es keinen Supermarkt in der Nähe gibt. Deswegen wollen sie schon vorher alles einkaufen, was sie in der Woche brauchen. Sie sind 6 Leute. Puh, das ist viel. Alle zusammen fahren sie mit dem Auto zu einem großen Supermarkt. Sie haben sich schon vorher einen Plan gemacht. Sie wollen nur einfache Sachen kochen, um mehr Zeit zum Wandern, Spielen und Reden zu haben. Als erstes holen sie sich Milch, Joghurt und Müsli. Das werden sie meistens zum Frühstück essen. Aber sie geben auch Brot, Toast in den Einkaufswagen. Natürlich packen sie auch viel Obst ein. Sie nehmen eine Wassermelone, viele Äpfel, ein paar Bananen und Weintrauben mit.
Als nächstes gehen sie zum Gemüse. Sie kaufen 5 Avocados, viele Tomaten, Paprika, Zucchini, Auberginen und Kürbis. Adriana bekommt schon Hunger, wenn sie das ganze Essen sieht. Auch Nudeln, Reis, Tortillas und Fertigpizza werden in großen Mengen gekauft. Natürlich dürfen sie auch nicht den Alkohol vergessen. Die Männer geben 3 Packungen mit jeweils 24 Dosen Bier in den Einkaufswagen. »Das ist doch viel zu viel«, beschwert sich Alexa. »Und ich mag gar kein Bier. Nehmen wir doch lieber noch ein paar Flaschen Wein mit.« Gesagt, getan. Sie kaufen auch noch Wein und Rum. Dazu gibt es ein paar Flaschen Limonade und Saft. An der Kasse bezahlen sie fast 500 €. »So viel habe ich im Supermarkt noch nie ausgegeben«, ruft Flo und alle lachen. Das hat noch niemand von ihnen. »Jetzt haben wir sicher die ganze Woche genug zu essen«, freut sich Adriana. Das wird der beste Urlaub seit langem. Blind Date. Annika ist seit einem halben Jahr Single und hat jetzt wieder Lust auf Dating. Sie verwendet Tinder und hatte schon ein Date. Es war schrecklich. Sie wischt nach links und rechts. Dann taucht vor ihr auf einmal ein schwarzes Bild auf dem »Traust du dich?« steht. Seine Beschreibung ist sehr sympathisch. Er fragt aber eines: Er will ein Blind Date. Deshalb will er auch, dass die Frauen nicht nach rechts wischen, sondern ihm direkt auf Telegram schreiben. Seinen Namen hat er direkt in seine Beschreibung geschrieben. Annika findet das sehr interessant und schreibt ihm auf Telegram. Die nächsten paar Tage schreiben sie sich viel und verstehen sich sehr gut. Nach einer Woche machen sie sich ein Blind Date aus. Sie haben keine Fotos ausgetauscht und haben keine Ahnung, wie der andere aussieht. Annika weiß, dass das schlecht ausgehen kann. Was passiert, wenn er sie gar nicht hübsch findet? Aber sie findet die Idee so aufregend. Ein paar Tage später wartet sie vor dem Restaurant auf ihn. Sie hat eine schwarze Bluse und einen Jeansrock an, wie ausgemacht. Sie ist nervös. Und dann sieht sie ihn auf einmal. Er hat eine weiße Rose in der Hand, wie ausgemacht. Und er sieht richtig gut aus. Annika hat aber richtig Schwein gehabt. Den Flug verpassen. Tim öffnet langsam seine Augen. Er hat schlecht geträumt. In seinem Traum hat er seinen Flug nach Mallorca verpasst. Das wäre ja wirklich dumm. Er gähnt und guckt auf sein Handy. Oh nein! Tim springt auf und rennt in das Nebenzimmer. Da liegt Christian in seinem Bett und schnarcht. »Chrissy, wach auf! Es ist 5 Uhr!« ruft er laut. Christian wacht erschrocken auf. »Was? Wie viel Uhr ist es denn?« »5 Uhr! Wir wollten um 4 Uhr los, zum Flughafen!« Christian springt vom Bett auf. »Scheiße! Ach du Scheiße! Unser Flug geht um 6:30 Uhr«, ruft er. »Und wir brauchen auf jeden Fall 1 Stunde zum Flughafen«, sagt Tim. Sie schauen sich entsetzt an. Dann packen sie schnell ihre Sachen. Schnell wirft Tim seine restlichen Sachen in seinen Koffer, putzt seine Zähne und rennt zur Wohnungstür. Christian kommt ihm mit seinem Koffer hinterhergerannt.
Ich habe ein Taxi gerufen, sagt er. 5 Minuten später sitzen Tim und Christian im Taxi. Tim schaut immer wieder auf seine Uhr. »Das wäre ja wirklich blöd, wenn wir unseren Flug verpassen«, sagt Tim. »Es tut mir leid, dass ich vergessen habe, den Wecker zu stellen«, sagt Christian. »Ist schon okay, ich hätte auch einen Wecker stellen können, ich Idiot.« Das Taxi fährt sehr langsam. Sie stehen im Stau. »Scheiße! Gibt es keinen anderen Weg?«, fragt Christian den Taxifahrer. Der Taxifahrer antwortet: »Nein, Richtung Flughafen ist es um diese Uhrzeit immer so voll.« Tim und Christian seufzen. Es ist 6 Uhr. Endlich ist das Taxi am Flughafen angekommen. Tim und Christian fangen an zu rennen. Aber sie müssen noch am Schalter einchecken und da ist eine lange Schlange. »Oh nein«, sagt Tim nur. Sie stellen sich an. Tim ist gestresst, auch Christian ist beunruhigt. Endlich sind sie dran. So schnell wie es geht, checken sie sich ein. 6:25 Uhr. »Los«, ruft Tim. Sie rennen durch die Hallen am Flughafen. Sie müssen zum Gate 15. Schwer atmend kommen sie am Gate an. »Gate closed« steht auf dem Schild. »Nein«, ruft Christian entsetzt. »Wir haben es wirklich geschafft, unseren Flug zu verpassen«, sagt Tim kopfschüttelnd. Tim und Christian setzen sich hin. Lange Zeit sagt niemand etwas, dann fangen beide gleichzeitig an zu lachen. Du hattest mir so viel versprochen, meine Seele tief berührt. Und jetzt ist mein Herz gebrochen, wusste nicht, wie mir geschieht. Warum stehst du vor meiner Tür? Warum, sag mir warum, was willst du noch von mir? Warum hast du gesagt, es ist aus und vorbei, es passt nicht mehr zwischen uns und es war nur eine Liebelei. Warum, was willst du heute hier und stehst mit roten Rosen jetzt vor meiner Tür? Warum, was willst du heute hier und stehst mit roten Rosen vor meiner Tür? Von mir. Warum hast du gesagt, es ist aus und vorbei, es passt nicht mehr zwischen uns und es war nur eine Liebelei. Kannst du mich nicht vergessen, so wie ich dich? Und kannst du nachts nicht schlafen ohne mich? Tut es dir leid und hast du nachgedacht, wie weh du mir getan hast? Dann nimm mich einfach in den Arm, ich weiß, es ist noch Liebe da. Warum stehst du vor meiner Tür? Warum, sag mir warum, was willst du noch von mir? Warum hast du gesagt, es ist aus und vorbei, es passt nicht mehr zwischen uns und es war nur eine Liebelei. Warum, sag mir warum, hast du gesagt? Warum?
Wir ziehen um. Larissa steht im leeren Raum. In der Hand hat sie eine Figur. Sie ist rot und sieht wie eine Frau aus. Die Figur hat einen Hut auf und geschlossene Augen. Vielleicht meditiert sie. Sie erinnert sich, dass sie diese Figur zu ihrem Geburtstag von ihrer chinesischen Arbeitskollegin geschenkt bekommen hatte. Sie atmet tief durch. Es ist das letzte Stück. Die meisten von Larissas Dingen sind bereits im Auto. Ein letztes Mal geht sie durch die leere Wohnung. Wenn sie die Tür schließt, wird sie die Wohnung nie wieder sehen. Larissa erinnert sich an den Tag, an dem sie das erste Mal hier war. Das war vor 4 Jahren. Sie hat viel erlebt in dieser Wohnung. Ihr Bruder hat in ihrer Küche Pfannkuchen gemacht, der Mixer ist explodiert. Danach war alles dreckig und die beiden mussten 1 Stunde lang putzen. Larissa erinnert sich auch an eine große Party in ihrer Wohnung. Sie hatte die Ausbildung fertig gemacht und ist Krankenschwester geworden. Ihre Freunde haben eine Überraschungsparty geplant. Sie haben getrunken, getanzt, gefeiert und sind erst um 6 Uhr morgens ins Bett gegangen. Aber auch die ruhigen Tage in der Wohnung waren nett. Larissa ist oft auf dem Sofa vor dem Fernseher eingeschlafen, saß auf dem Balkon und hat ein Buch gelesen und lag viele Stunden in der Badewanne. Der Frau läuft eine Träne über das Gesicht. In dieser Wohnung sind viele schöne Erinnerungen. Doch jetzt zieht sie um. Ihr Freund hat eine große Wohnung mitten in der Stadt. Larissa zieht dort ein. Sie freut sich schon sehr darauf. »Komm«, sagt sie zur roten Figur, »es ist Zeit.« Larissa verabschiedet sich von ihrem alten Zuhause, legt den Schlüssel auf den Boden und macht die Tür zu. Muttersprache. Alexa wohnt seit 2 Monaten in Deutschland, in Köln. Heute geht sie zu einem Stammtisch mit internationalen Leuten. Dort kann man sich in vielen verschiedenen Sprachen mit unterschiedlichen Leuten unterhalten. Als sie in das Restaurant kommt, sitzen 3 Leute am Tisch. Sie reden auf Deutsch. »Hallo, wer bist du?« fragt sie ein junger Mann. »Ich bin Alexa und ich komme aus den USA. Meine Muttersprache ist also Englisch, aber ich spreche auch ein bisschen Deutsch. Und ihr?« Der Mann, der sie gefragt hat, antwortet: »Ich bin Owe und bin aus Norddeutschland. Also ist meine Muttersprache Deutsch. Ich spreche aber auch Englisch und Italienisch.« Als nächstes antwortet eine hübsche junge Frau mit dunklen Haaren und dunklen Augen. »Ich bin aus Köln. Meine Muttersprache ist aber nicht Deutsch, sondern Arabisch. Meine Eltern sind aus Ägypten und haben mit mir zu Hause immer Arabisch geredet. Aber ich spreche gleich gut Deutsch wie Arabisch.« Der dritte am Tisch ist ein Mann, der ungefähr 35 Jahre alt ist. Er lacht über sein ganzes Gesicht. »Ich weiß gar nicht, was meine Muttersprache ist.« Das versteht Alexa nicht. »Meine Mama ist aus England und mein Papa aus Indien. Ich habe als Kind immer Indisch und Englisch gesprochen. Eigentlich gleich viel. Aber heute ist mein Englisch besser als mein Indisch. Ich verwende es mehr. Deswegen ist meine Muttersprache, glaube ich, Englisch.« Alexa hat noch nie daran gedacht, was die genaue Definition einer Muttersprache ist. Sehr interessant. An diesem Abend lernt sie viel Deutsch und sogar ein bisschen Arabisch. Obdachloser. Florian besitzt eine Galerie.
Das ist ein Geschäft im Zentrum der Stadt, wo man Gemälde und Zeichnungen kaufen kann. Viele Künstler verkaufen hier ihre Kunst. Nach einem langen Arbeitstag geht Florian endlich nach Hause. Sein Magen knurrt, er hat Hunger. Darum geht er noch zum Supermarkt, um Brot und Käse zu kaufen. Er möchte ein Käsebrot machen. Vor dem Supermarkt sitzt ein Mann auf dem Boden. Florian sieht, dass der Mann mit einem Bleistift auf einem dreckigen Block zeichnet. Er zeichnet ein Bild von dem Hund, der vor dem Mann sitzt. Florian weiß, dass der Mann obdachlos ist. Er hat kein Zuhause und lebt auf der Straße. Er hat den Mann schon ein paar Mal gesehen, aber noch nie mit ihm geredet. »Das ist eine schöne Zeichnung«, sagt Florian. Der Mann bedankt sich. »Soll ich Ihnen etwas zum Essen aus dem Supermarkt bringen?« fragt Florian. Der Obdachlose nickt und antwortet: »Ja, ich möchte bitte ein Käsebrot.« Da hat Florian eine Idee. Er lädt den Mann in sein Zuhause ein. Der Mann heißt Rudolf und findet die Idee toll. In Florians Haus ist es warm. Rudolf und Florian essen gemeinsam ein Käsebrot. Florian gibt ihm eine Hose und ein Hemd. Er zeigt ihm, wo er duschen kann. »Du kannst heute bei mir auf der Couch schlafen«, sagt Florian. Rudolf ist sehr dankbar für die Hilfe. Florian geht zurück in die Küche und sieht Rudolfs Zeichnung auf dem Tisch. Er möchte Rudolf helfen, weil er ein netter Mensch ist und ein Talent hat. Seine Zeichnung ist wirklich gut. Am nächsten Tag hängt die Zeichnung in Florians Galerie. Ein Kunde kommt in das Geschäft. Es ist eine alte Dame mit ihrem weißen Hund. Sie sieht sich die Zeichnung an. »Das gefällt mir. Ich will es haben«, sagt sie. Florian freut sich sehr. Nach der Arbeit geht er wieder zum Supermarkt. Dort sitzt Rudolf am Boden und zeichnet gerade einen Baum, auf dem ein Kind sitzt. »Hallo Rudolf, schau mal«, sagt Florian und gibt ihm das Geld. Rudolf ist überrascht. »Jemand hat mein Bild gekauft?«, fragt er. Florian nickt. »Ja«, sagt er und zeigt auf die Zeichnung in Rudolfs Hand. »Und wenn du willst, kann ich dieses Bild auch für dich verkaufen.« Rudolf läuft eine Träne über die Wange. Die beiden Männer umarmen sich. Ohne Fleiß kein Preis. Diesen Satz hast du bestimmt schon einmal gehört. Er bedeutet, dass man sich anstrengen muss, damit man seine Ziele erreicht. Ich erkläre das mal mit einem kurzen Beispiel. In wenigen Wochen schreibt Marie ihre Abiturprüfung. Sie ist deswegen schon sehr aufgeregt. Ihr größtes Problem ist Mathe. In diesem Fach ist sie einfach nicht gut. Jeden Tag sitzt sie zu Hause und lernt mehrere Stunden lang. Heute trifft sie sich mit ihrer Freundin Melanie im Park. »Und, wie kommst du mit dem Lernen voran?« fragt Melanie neugierig. Marie sieht sie traurig an. »Ich habe große Probleme in Mathe. Eigentlich habe ich gar keine Lust mehr auf das Lernen. Ich würde am liebsten den ganzen Tag hier in der Sonne liegen und das schöne Wetter genießen.« »Ja, das verstehe ich, aber gib nicht auf. Du weißt ja, ohne Fleiß kein Preis.« Der Nachtdienst. Anna arbeitet im Seniorenheim. Sie macht dort den Nachtdienst. Die meisten Leute denken, dass es nachts dort ruhig ist.
Das stimmt aber nicht. Annas Schicht beginnt um 21 Uhr. Die meisten Bewohner sind dann schon in ihren Zimmern. Einige schauen fern, andere lesen. Aber manche Senioren werden abends erst richtig munter. Um diese Menschen muss sich Anna kümmern. Herr Weber kommt um 9:30 ins Dienstzimmer. Er hat Hunger. Anna macht ihm ein Käsebrot. Er fühlt sich einsam. Anna sagt, er darf bei ihr im Büro bleiben, bis er aufgegessen hat. Dann geht sie mit ihm noch eine Weile auf der Etage spazieren. Schließlich wird er müde und möchte in sein Zimmer zurück. Anna muss nachts alle Medikamente für den nächsten Tag vorbereiten. Dazu muss sie sich konzentrieren. Sie darf keinen Fehler machen. Frau Meier klingelt. Anna geht in ihr Zimmer und fragt, was sie möchte. »Ich muss auf die Toilette.« Das kann sie nicht alleine. Anna hilft Frau Meier und bringt sie ins Badezimmer. Sie wartet, bis alles erledigt ist. Dann begleitet sie die Dame wieder ins Bett und deckt sie zu. Es ist Zeit für den ersten Rundgang. Anna schaut in jedes Zimmer und kontrolliert, ob es den Bewohnern gut geht. Herr Weber steht plötzlich wieder auf dem Flur. Er ist traurig. Es hat ihn lange niemand besucht. Anna legt ihm den Arm um die Schultern, sie tröstet ihn. Er darf zu ihr ins Büro und zuschauen, wie sie die Tabletten sortiert. Er ist ganz still und stört nicht. Anna mag Herrn Weber sehr. Beim nächsten Rundgang kann Anna ihn schließlich ins Bett bringen. Anna bleibt bis morgens um 6 Uhr. Dann geht sie nach Hause und schläft bis nachmittags. Und am Abend muss sie wieder zur Stelle kommen. Jan aus Kindergarten abholen. Jan ist erst seit 2 Wochen im Kindergarten und seine Mama Carolin macht sich Sorgen. Ihm gefällt der Kindergarten gar nicht. Am ersten Tag ist Carolin mit ihm im Kindergarten geblieben. Das war okay. Die Spiele haben ihn sehr interessiert, aber vor den anderen Kindern hatte er Angst. Seit dem 3. Tag geht Carolin immer nach Hause. Wenn sie sich verabschiedet, dann weint er immer viel. Nach 1 Stunde hat der Kindergarten immer angerufen. Dann hat Carolin Jan immer aus dem Kindergarten abgeholt. Heute in der Früh hat Jan auch geweint. Aber der Kindergarten hat sie den ganzen Tag nicht angerufen. Jetzt ist es 13 Uhr und Carolin holt ihn ab. Sie ist nervös und hat Angst, dass Jan etwas passiert ist. Als sie in den Kindergarten kommt, spielt er glücklich mit anderen Kindern. Carolin freut sich sehr und geht zu ihrem Kind. Er sagt nur schnell »Hallo« und will schon wieder zurück zu seinen Freunden. »Wir gehen jetzt nach Hause«, erklärt Carolin. Das gefällt Jan gar nicht. »Aber ich will noch mit meinen Freunden spielen«, sagt er. Carolin lacht. Gestern wollte er nicht im Kindergarten bleiben, heute will er nicht mehr nach Hause. »Wir müssen jetzt aber nach Hause«, hat seine Mutter erklärt. »Morgen gehst du wieder in den Kindergarten und kannst mit deinen Freunden spielen.« Jan beginnt laut zu weinen. Er will nicht nach Hause. Carolin muss ihn zum Auto tragen. Auf der ganzen Autofahrt nach Hause weint er. Am Ende muss sie laut lachen und Jan hört auf zu weinen.
Ein Abend am Strand. Es ist windig und warm. Wenn Nick die Augen zumacht, hört er deutlich die Wellen, die an das Ufer krachen. Nick und seine Freunde sind heute Abend am Strand und machen ein Picknick. Es sieht sehr idyllisch aus. Der Sand ist fast weiß und total weich. Das Meer ist hellblau und ganz weit weg sogar dunkelblau. Vorhin haben Mia und Konrad eine Sandburg gebaut. Leider ist sie sehr nah am Wasser, weshalb die Burg nun langsam im Meer verschwindet. »Schaut mal da hinten«, ruft Robert und zeigt auf den Horizont. Wow, die Sonne geht langsam runter. Das Wasser glitzert in der Ferne und der Himmel sieht aus wie ein Gemälde. Orange, Gelb, Rot und Pink mischen sich mit weißen Wolken. Wie schön! Robert holt seine Analogkamera aus seiner Tasche und schießt Fotos. Nick stellt sich vor die Kamera und macht komische Gesichter. Seine Freunde lachen. Während es am Strand langsam dunkler wird, essen Nick und seine Freunde das mitgebrachte Essen. Mia hat einen leckeren Nudelsalat mit Kirschtomaten und Feta vorbereitet. Konrad hat Sandwiches mit Schinken und Käse gemacht. Die anderen haben viele Snacks und Getränke eingekauft. Nick hat sogar einen Kasten Bier auf dem Gepäckträger seines Fahrrads getragen. Irgendwann ist es fast komplett dunkel. Nur der Mond scheint auf das Wasser. Es ist auch sehr windig. Nick muss sich sein Handtuch um die Schultern legen. Jetzt hört man nur noch die Wellen. Es ist sehr beruhigend. »Lasst uns doch eine Runde schwimmen gehen«, schlägt Robert vor. »Es ist doch voll kalt«, sagt Nick. »Ach komm, Nick, sei kein Baby«, lacht Mia laut. »Wir sind doch nicht jeden Tag hier«, ruft Konrad. »Ja, stimmt. Na gut«, sagt Nick endlich. Seine Freunde stellen Nick auf die Beine und gehen mit ihm ans Wasser. Es ist nicht besonders warm, aber auch nicht zu kalt. Sie springen ins Meer. Sie planschen, schwimmen und bespritzen sich gegenseitig. Es macht total Spaß. »Das machen wir wieder«, ruft Nick glücklich. Gute-Nacht-Geschichte für das Kind. Vicky schreit. Sie will nicht ins Bett. Ihr Papa muss auch nicht schlafen. Warum muss sie schon schlafen gehen? Sie versteht es nicht. Alle Kinder gehen um 8 Uhr abends schlafen. Erwachsene gehen später. Das ist einfach so, sagt Papa immer. Das ist kein guter Grund, findet Vicky. Papa zieht Vicky den Pyjama an. Sie weint. Papa trägt das kleine Mädchen in das Schlafzimmer. Sie weint und schreit. Papa legt sie ins Bett und legt die Decke auf seine Tochter. Sie weint und schmeißt die Decke auf den Boden. Papa schaltet das Licht aus und macht die Tür zu. Vicky weint in der Dunkelheit. Sie will nicht schlafen. Leise steht sie auf. Im Wohnzimmer brennt Licht. Sie geht ganz still in den Raum. Ihr Papa sitzt auf der Couch vor dem Fernseher. Wie unfair! Wieso darf er noch Fernsehen und sie nicht? Vicky setzt sich in die Ecke des Wohnzimmers. Papa schaut einen Film mit Cowboys an. Sie haben Waffen in den Händen. Ein Cowboy hebt die Waffe und Peng! Vickys Vater steht vor dem kleinen Mädchen. »Vicky«, sagt er, »es ist Schlafenszeit.« Das erschöpfte Mädchen schläft erst nach einer Stunde und vielen Tränen ein. Am nächsten Tag kommt Oma zu Besuch. Sie hat ein Geschenk dabei. Vicky öffnet das Paket. Es liegt ein Buch darin.
»Danke, Oma«, schreit das Mädchen aufgeregt und umarmt die alte Frau. Oma isst Kuchen, trinkt Kaffee und spielt mit Vicky. Am Abend fährt sie wieder nach Hause. »Es ist Schlafenszeit, Vicky«, sagt Papa und hebt das Mädchen hoch. »Ich will nicht«, schreit Vicky. Papa hat eine Idee. Er holt das Buch von Oma aus dem Wohnzimmer. Vicky ist neugierig und setzt sich auf das Bett. Papa liest die erste Geschichte langsam vor. Das macht Vicky müde. Sie legt sich flach auf das Bett. Papa liest die zweite Geschichte. Vicky macht die Augen zu. Noch bevor Papa die dritte Geschichte vorlesen kann, schläft Vicky schon. Papa ist erleichtert. In Zukunft gibt es gute Nachtgeschichten und keine Tränen mehr. Ich kenn dich von Kopf bis Fuß. Keine weiß so viel über dich. Ich liebe dich genau wie Gott dich schuf. Denn für mich bist du einzigartig. Jemanden wie dich gibt es nicht nochmal. Du hebst dich von all den anderen ab. Du bist so liebevoll und auch loyal. Du bist mein vierblättriges Kleeblatt. Und wenn ich in deine Augen sehe, dann werd ich ein bisschen schwach. Du ziehst mich so sehr an wie ein Magnet, wie du strahlst und wie du lachst. Ich will nie wieder weg von hier, denn ich gehör zu dir, 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 ich gehör zu dir. Und die Art, wie du mich so ansiehst, macht meine Knie weich und schwach. Ich weiß nicht ganz, wie mir geschieht. Du bist mein vierblättriges Kleeblatt. Und wenn ich in deine Augen sehe, dann werd ich ein bisschen schwach. Du ziehst mich so sehr an wie ein Magnet, wie du strahlst und wie du lachst. Ich will nie wieder weg von hier, denn ich gehör zu dir, 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 ich gehör zu dir. Wenn ich in deine Augen sehe, machst du mich ganz schwach. Du ziehst mich an wie ein Magnet, wie du strahlst und wie du lachst. Ich will nie wieder weg von hier. Ich will nie wieder weg. Ich will nie wieder weg von hier. Denn ich gehör zu dir. Ich gehör zu dir. Ich gehör zu dir. Ich gehör zu dir. Oh, ich gehör zu dir. Ich gehör zu dir. Ich gehör zu dir.
Studentenjobs. Marie und Sarah sitzen in einem Studentencafé in der Nähe der Universität. Marie rührt in ihrem Beerensmoothie herum, während Sarah ihren Kaffee trinkt. »Ich brauche dringend Geld«, sagt Marie und seufzt. »Oh, warum?«, fragt Sarah mitfühlend. »Ja, genau. Die Miete kann ich noch zahlen, aber für meinen restlichen Lebensunterhalt wird es knapp mit dem Geld«, erklärt Marie. Sarah stellt ihre Kaffeetasse auf den Tisch. »Okay, dann lass uns doch ein bisschen brainstormen. Es muss doch Möglichkeiten für Studenten geben, Geld zu verdienen.« Marie nickt. »Stimmt, da kennst du dich ja so gut aus. Hast du Ideen?« Sarah überlegt kurz. Dann fängt sie an, Ideen aufzuzählen. Du kannst dich natürlich für Werkstudentenjobs bewerben oder für Minijobs. Dann könntest du auch… »Warte, stopp, nicht so schnell«, lacht Marie. »Wie war das nochmal mit Werkstudentenstellen? Worauf muss man da beachten?« Du darfst während des Semesters nicht mehr als 20 Stunden pro Woche arbeiten, glaube ich. Und wenn du zu viel Geld in einem Jahr verdienst, musst du Steuern zahlen«, erklärt Sarah. Marie nickt nachdenklich. Okay, aber ein Werkstudent zu sein, hat sicher auch Vorteile, oder? Zum Beispiel verstehen die Firmen, dass ich Studentin bin und nicht immer Zeit habe. Genau so ist es. Und, fügt Sarah hinzu, du kannst einen Job machen, der mit deinem Studium zu tun hat. Das heißt, du könntest in einem Verlag arbeiten, weil du Buchwissenschaften studierst. Das macht Sinn. Und was ist mit den Minijobs? Fragt Marie. Sarah erzählt, für Minijobs darfst du im Monat bis zu 450 € verdienen. Es gibt viele verschiedene Minijobs. Du kannst zum Beispiel in Restaurants und Bars als Kellnerin arbeiten. Oder du kannst im Supermarkt Kassiererin sein. Ich habe schon einmal in Kleidungsgeschäften gearbeitet, das hat mir sehr Spaß gemacht. Minijobs sind wohl gut, wenn man Abwechslung von seinem Studium braucht, stellt Marie fest. Ja, das finde ich auch. Aber bei Minijobs muss man beachten, dass man nicht mehr als 450 € im Monat bekommt. Und es kann natürlich sehr anstrengend sein, warnt Sarah. Marie überlegt lange. Dann sagt sie, »Danke, Sarah, das hat auf jeden Fall geholfen. Ich glaube, ich bewerbe mich auf ein paar Werkstudentenstellen. Dann schaue ich mich nach Minijobs um. Irgendwo muss man ja anfangen.« Sprachreisen. Martin will in den Urlaub fahren, zusammen mit seinem Freund Paul. Beide sind erst 16 Jahre alt. Sie haben nicht viele Möglichkeiten. In eine Jugendherberge in Deutschland wollen sie nicht. Und ihre Eltern erlauben ihnen nicht, allein nach Frankreich zu fahren. Paul hat eine Idee. Sie wollen eine Sprachreise machen. Die Eltern erlauben es. In einer Sprachreise sind Erwachsene dabei. Außerdem lernt man sehr viel. Martin und Paul überlegen, wo sie hinfahren wollen. Entweder nach Frankreich oder England. Martin sagt, die Sprache Französisch ist schwerer. In Frankreich lernen wir mehr. Deshalb wollen die beiden nach Frankreich fahren. Am Anfang der Ferien fahren die beiden Freunde nach Frankreich. Dort haben sie ein Zimmer. Morgens machen sie einen Sprachkurs. Am Mittag machen sie Freizeitaktivitäten. Die Jugendlichen sind immer zusammen unterwegs. Nach 2 Wochen sprechen sie schon viel besser Französisch. Den Freunden Martin und Paul macht die Sprachreise sehr viel Spaß. Sie finden viele Freunde. Nach 3 Wochen ist die Sprachreise vorbei. Sie fahren zurück nach Deutschland. Martin und Paul erzählen ihren Eltern von der Sprachreise.
Auch der Französischlehrer ist begeistert. Die beiden sprechen nun sehr gut Französisch. Außerdem kennen sie die Kultur gut. Die Freunde wollen in den nächsten Ferien wieder eine Sprachreise machen. Lügen haben kurze Beine. Diese Redewendung wird benutzt, wenn man sagen möchte, dass die Wahrheit immer herauskommt. Es lohnt sich nicht zu lügen. Wenn jemand kurze Beine hat, dann kann er nicht schnell rennen und wird leicht eingeholt. Hier ist ein kurzes Beispiel. Alex erzählt seinen Freunden immer, dass er sehr gut kochen kann. Er hat angeblich ganz viele Kochkurse besucht. Aber das stimmt nicht. Eigentlich ist Alex gar kein guter Koch. Selbst Nudeln mit Tomatensauce kann er nicht kochen. Am Wochenende hat Emily Geburtstag. Sie feiert eine große Party und möchte ein richtig leckeres Essen servieren. Deswegen ruft sie Alex an. »Du kannst doch so gut kochen. Kannst du ein 3-Gänge-Menü für meinen Geburtstag kochen?« Alex muss ihr die Wahrheit sagen. »Tut mir leid, Emily, aber eigentlich kann ich gar nicht gut kochen. Ich habe euch angelogen.« »Ach, Alex, warum sagst du das nicht gleich? Die Wahrheit kommt immer heraus. Lügen haben kurze Beine.« Urlaub in der Türkei. Das Flugzeug landet in Ankara. Das ist die Hauptstadt der Türkei. Gertrude ist das erste Mal in ihrem Leben in diesem Land. Sie weiß aber, dass in der Türkei über 80 Millionen Menschen leben. Außerdem weiß sie, dass das Land im Süden am Mittelmeer und im Norden am Schwarzen Meer liegt. Sofort macht sie sich auf den Weg in das Hotel. Ihr Zimmer ist groß und schön. Sie setzt sich ans Fenster und schaut auf die Straße. Die Menschen hier sehen anders aus als in ihrer Heimat. Die meisten Männer tragen einen Bart und viele Frauen tragen ein Kopftuch. Gertrudes Magen knurrt, sie hat Hunger. Darum geht sie auf die Straße und sucht nach einem Restaurant. Plötzlich spricht ein Mann mit ihr. Gertrude versteht ihn nicht, weil er Türkisch redet. Zum Glück spricht der Mann aber auch Deutsch. »Das ist mein Restaurant«, sagt er und zeigt auf das Gebäude hinter ihm. »Wir haben leckere türkische Gerichte. Kommen Sie doch rein und kosten Sie unser Essen.« Gertrude entscheidet sich für einen Tisch vor dem Restaurant, weil sie von hier aus die Menschen auf der Straße beobachten kann. Der Kellner bringt ihr die Speisekarte. Gertrude möchte Menemen, ein türkisches Gericht mit Gemüse mit Ei. Es ist sehr lecker. Nach dem Essen trinkt sie noch einen köstlichen türkischen Kaffee. Aus einem Lautsprecher kommt auf einmal laute Musik. Man hört einen Mann, der ein ruhiges Lied singt. Gertrude ist verwirrt, weil sie die Musik in der ganzen Stadt zur selben Zeit hört. Der Kellner erklärt, dass die Musik das Mittagsgebet ist. Man nennt es Zur. Die meisten Türken sind nämlich Muslime. In dieser Religion betet man mehrere Male am Tag. Die Musik hilft, die Menschen daran zu erinnern. Gertrude ist fasziniert. Sie ist erst seit 3 Stunden in der Türkei und hat bereits so viel über das neue Land gelernt. Marie verletzt sich. Sebastian und seine Schwester Marie stehen hinter einem Baum und bewegen sich nicht. Karl darf sie nicht finden. Im Park sind fast keine Menschen und der Himmel ist voll Wolken. Es ist bewölkt. »Ich habe euch gefunden«, schreit Karl plötzlich.
Marie war sehr erschrocken. »Jetzt bin ich dran«, sagt Sebastian und läuft zu den anderen Kindern. Marie lacht und läuft auch in die Mitte des Parks. Sebastian macht die Augen zu und zählt bis 10. Alle Kinder verstecken sich. Marie läuft hinter die Mülltonnen, aber dort versteckt sich bereits Karl. Es ist kein Platz mehr für sie. »8, 9, 10, ich komme«, hört sie. Marie bekommt Panik. Sebastian darf sie nicht finden, sonst hat sie verloren. Das Mädchen klettert so schnell sie kann auf einen Baum. Dort ist sie sicher. Sebastian macht die Augen auf und sucht die Kinder. Er findet alle außer Marie. »Wo ist sie denn?«, fragt er und sucht weiter. Nach ein paar Minuten schreit er durch den Park: »Marie, du hast gewonnen! Ich finde dich nicht!« Das Mädchen jubelt. »Juhu«, schreit sie. Die Kinder sind neugierig. »Wie bist du auf den Baum gekommen?«, fragt Karl. Marie lacht. »Ich habe gewonnen«, schreit sie voll Freude und möchte wieder auf den Boden. Sie klettert und greift mit der Hand nach einem Ast. In diesem Moment bricht das Holz und Marie fällt auf den Boden. »Aua«, schreit sie und beginnt zu weinen. Sofort kommen alle Kinder zu ihr. »Geht es dir gut?«, fragt Sebastian. Maries Fuß tut weh. Karl läuft zu Maries Eltern. Am nächsten Tag spielen die Kinder wieder im Park. Nur Marie und Sebastian fehlen. »Sie müssen den Fuß abschneiden«, sagt eines der Kinder. »Unsinn! Marie hat nichts«, antwortet ein anderes Kind. »Da sind sie«, sagt Karl. Alle drehen sich um. Marie hat einen Gips auf dem Fuß. »Wer möchte seinen Namen auf meinen Gips schreiben?«, fragt Marie und hält einen Stift in die Luft. Marie und die Kinder lachen. Hallo, ich heiße Kerstin Hausmann. Ich bin in einem kleinen Stadtteil in Leipzig groß geworden. Da hatten wir ein schönes Haus mit einem großen Garten. Ich war total begeistert von diesem Garten. Weißt du, wir hatten samstags immer eine große Gartenparty mit vielen Freunden und Kollegen. Ich habe das Gymnasium besucht, Abitur gemacht und direkt nach dem Abitur bin ich von zu Hause ausgezogen. Dann 5 Jahre lang an der Fachhochschule in Leipzig Architektur studiert. Während der Unizeit habe ich in einer WG mit 2 anderen Mitbewohnern gewohnt. Diese Wohnung war winzig klein, das waren nur 51 Quadratmeter. Wir hatten leider keinen Balkon und auch keinen Garten. Ich und mein Freund, wir sind letztes Jahr aufs Land gezogen und jetzt haben wir endlich wieder unseren Garten. Da haben wir 4 Obstbäume gepflanzt, 3 Äpfel, eine Birne. Ich arbeite als Architektin. Mein Beruf macht mir viel Spaß. Seit einem Jahr arbeite ich in einem großen Architekturbüro hier in Leipzig. Mein Beruf ist manchmal ziemlich stressig, aber auch sehr interessant. Mit meinem Fahrrad fahre ich jeden Tag in die Arbeit. Das sind dann so 50 Minuten und 22 Kilometer hin und zurück. Eine ganz schöne Strecke, die mich auch immer wieder sehr fordert. Also mit dem Fahrrad erlebt man einfach die Landschaft ganz anders. Man sieht alles viel genauer. Übrigens ist Radfahren für mich der schönste Sport. Dadurch bin ich fit geworden und nicht mehr so oft krank.
Deutsch lernen durch Hören.